Du siehst dieses Video, weil du wissen möchtest, wie man eine Visualisierung mit WinCC Tierportal erstellt. Sehr gut. Du bist aber auch hier, weil du wenig Zeit hast, schnell viel lernen möchtest und ohnehin eigentlich schon wieder ganz woanders sein müsstest. Auch kein Problem. Herzlich willkommen zu meinem Video Visualisierung mit WinCC Tierportal in 10 Minuten. Legen wir los! Das, was du hier siehst, ist unser Trainingssystem, welches wir jetzt gemeinsam in Betrieb nehmen werden. Es besteht aus einer Siemens S7 1200, einem Siemens Basic Panel und einem kleinen Fischer Technik Trainingsmodell. Ich ersetze die SPS-Komponenten schnell durch kleine Symbole, dann ist das Ganze leichter zu erklären. Unsere CPU und das HMI kommunizieren über Profinet. Für einen Profinet-Teilnehmer müssen 3 Dinge bestimmt werden, nämlich IP-Adresse, Subnetzmaske und der Profinet-Gerätename. Wenn dich das Thema genauer interessiert, schau dir meinen Online-Kurs Profibus und Profinet an. Wir haben leider keine Zeit für ausschweifende Erklärungen. Unser nächster Job ist es, die Netzwerkeinstellungen am Panel vorzunehmen. Damit wir IP-Adresse, Subnetzmaske und den Gerätenamen am HMI einstellen können, müssen wir dieses booten und dann auf den Button Settings klicken. In den Einstellungen navigieren wir in das Menü Network Interface. Hier können wir auch schon die IP-Adresse und die Subnetzmaske eintragen. Etwas weiter unten hinterlegen wir den Profinet-Gerätenamen. Aber warum haben wir das gemacht? Ganz einfach. Wenn wir uns nun mit einem LAN-Kabel in unser Netzwerk hängen, können wir das HMI vom Tierportal aus erreichen und zweifelsfrei identifizieren. Wir haben damit die Basis für den nächsten Schritt geschaffen, der Hardware-Konfiguration. Ab geht's ins Tierportal. Im ersten Schritt fügen wir die CPU in unser Projekt ein. Die Artikelnummer findet ihr am Gerät aufgedruckt. In den Eigenschaften der CPU hinterlegen wir auch wieder IP-Adresse, Subnetzmaske und den Profinet-Gerätenamen. Im nächsten Schritt fügen wir das HMI in unser Projekt ein. Der Bediengeräteassistent unterstützt uns beim Erstellen der Verbindung. Die restlichen Einstellungen erkläre ich detailliert in meinem Visualisierungskurs. Momentan haben wir keine Zeit für optionale Spielereien. Auch unserem HMI müssen wir noch die entsprechenden Netzwerkparameter wie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gerätenamen vergeben. Die Hardware-Konfiguration ist nun fertig. Machen wir uns nun an die eigentliche Visualisierung. Unser gemeinsames Ziel sieht so aus. Über 2 Schaltflächen möchten wir die Stanze über das Touchpanel bewegen können. Die Endlagen werden uns mit Hilfe von Animationen angezeigt. Um Zeit zu sparen, habe ich bereits etwas vorbereitet. Die Ein- und Ausgänge unserer Stanze habe ich in den PLC-Variablen angelegt. Damit wir die PLC-Variablen auch im HMI nutzen können, müssen wir diese als HMI-Variablen deklarieren. Das geht am einfachsten per Drag and Drop.
Im nächsten Schritt springen wir wieder in WinCC Tierportal und fügen eine Grafikanzeige in unsere Visualisierung ein. Mit Grafikanzeigen können wir, wie der Name schon sagt, externe Bilder im HMI darstellen. Das macht unser Panel selbsterklärend und intuitiv bedienbar. Eine sehr wichtige Eigenschaft einer guten Visualisierung. Zum Steuern unserer Stanze platzieren wir nun zwei Schaltflächen im Arbeitsbereich. Um mithilfe einer Schaltfläche eine Variable in der SPS zu steuern, müssen wir ein sogenanntes Ereignis hinterlegen. Wir möchten nun, dass der Ausgang Motorstanze heben so lange angesteuert wird, wie die Schaltfläche gedrückt ist. Dafür wählen wir das entsprechende Ereignis und hinterlegen eine HMI-Variable. Für das Senken der Stanze erstellen wir ebenfalls ein Ereignis. Die Schaltflächen unserer Visualisierung sollen grün leuchten, wenn die entsprechende Endlage erreicht ist. Dafür projektieren wir eine Animation. Es gibt verschiedene Arten von Animationen. Wir wählen Gestaltung und hinterlegen die entsprechende HMI-Variable des Endlagenschalters. Liefert der Endlagenschalter ein Nullsignal, so behält die Schaltfläche ihre Standardfarbe. Liefert der Endlagenschalter ein 1-Signal, so soll unsere Schaltfläche grün leuchten. Das gleiche machen wir natürlich bei der zweiten Schaltfläche. Damit die Änderungen in unseren Geräten wirksam werden, müssen wir die Projekte nun übertragen. Markiert dafür zunächst die CPU und klickt auf Laden. Im zweiten Schritt macht ihr das gleiche mit dem HMI. Prüfen wir nun das Ergebnis. Mit Hilfe der beiden Schaltflächen können wir unsere Stanze steuern. Die beiden Endlagen werden über Animationen angezeigt. Perfekt! Gratulation Leute, ihr habt eure erste Visualisierung erstellt. Damit seid ihr aufgestiegen in den Rang des WinCC Tierportal Newcomer. Leider muss ich euch kurz wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Stellt euch vor, der blaue Kreis hier ist das riesige Thema SPS-Programmierung. Das, was wir in diesem Video gelernt haben, ist schon ganz ansehnlich, entspricht aber nur einem sehr kleinen Bruchteil von dessen, was es noch zu entdecken gibt. In meinem Online-Kurs mit über 400 Lehrvideos zeige ich euch alles, was ihr wissen müsst. Wir starten bei den Basics und vertiefen unser Wissen mit jedem Kapitel ein wenig mehr. Im Kurs lassen wir uns auch mehr Zeit und besprechen die einzelnen Themen viel intensiver. Versprochen.
Wenn ihr Lust habt, tiefer in das Thema SPS-Programmierung und Visualisierung einzutauchen, dann schaut auf meiner Homepage www.spskurs.de vorbei. Ich freue mich auf dich, dein SPS-Coach Florian.